Es war wieder eine Zeit, einen Ausflug zu machen. Und so bin ich Mitte März für 2 Wochen auf die spanische TED und die portugiesische ACT. Insgesamt war ich knapp 2 Wochen unterwegs und jetzt viel Spaß mit dem Clip. Bei frischen 0 Grad habe ich in der Früh um 8 Garmisch-Partenkirchen verlassen. Um Zeit und Reifen zu sparen, habe ich mich entschlossen, bis Bilbao auf der Autobahn zu fahren. Kurz hinter Bilbao die Straße verlassen und über Feld- und Wiesenweg in die Berge gefahren. Und gefahren bis Villacayo, so an die 130 Kilometer, so Schotter und Gravel. Und mega Spaß gehabt. Da hat dann das Wetter wieder ein bisschen umgeschlagen, hat nach Regen hergeschaut, ich bin dann da aus dem Track ausgestiegen. Ich bin mir wieder allein unterwegs. Es ist schwer, jemanden zu finden, der sich kurzfristig 2 Wochen Zeit nehmen kann, um bei so einer Reise mit dabei zu sein. Klar, wenn man allein unterwegs ist, ist man freier in der Entscheidung und in der Routenfindung, aber auch einsamer unterwegs. Also es ist nicht so, dass man abends in ein Hotel geht, man hockt sich zusammen, trinkt ein Glas Wein oder ein Bier, unterhält sich oder macht eine längere Mittagspause. Wenn ich allein unterwegs bin, was soll ich in Mittagspause machen, mit wem soll ich reden? Das gleiche ist abends, wenn ich ins Hotel gehe. Warum soll ich um 5 Uhr ins Hotel? Nutze ich die Zeit zum Moped fahren, weil darum bin ich ja unterwegs. Ich möchte Moped fahren und ja, es gibt genügend andere Ausflüge, wo man dann in der Gruppe unterwegs ist und dann die Gesellschaft genießen kann. Der Wind ist besser geworden, weniger, zumindest hier. Ich bin jetzt so wegen dem Pass. Von Osten kommt jetzt hier die Tieffront rein. Mega Regenbogenrot. Ja, nicht ganz Double Rainbow. Aber ja, in der anderen Richtung schaut es dann so aus. Da ist ein ganz schön Wind schon da hinten und oben ist der Wind. Mir ist sehr schön vom Moped runtergewaht. Plan für heute ist, dass ich jetzt einfach mal ein paar Kilometer auf der Straße mache, um dem Tiefdruckgebiet zu entfliehen und dann ja, ein bisschen Storndl umdrehen im Gelände. Ja, die Picos, die waren ein Highlight am Tag 4. Richtig große Berg, war echt überrascht. Und es war oben auf dem Pass, war noch Schnee gelegen. Zum Teil war die Straße noch von Schneewächten versperrt, man konnte das aber ganz gut umfahren. In Onis habe ich dann die Trans-Euro Trail verlassen und habe mich auf den Weg nach Portugal gemacht. Da war mein Ziel ja Branaca. Das ist der Einstieg von der Adventure Country Track Tour, die vom Norden Portugal nach Süden in die Algarve führt. So, jetzt ist es soweit. 6 Grad, ich friere mir die Finger ab, trotz Frischheizung. Also, Diesel-Windstopper hilft immer. Branaca ist nicht nur der Ausgangspunkt von meiner Portugal-Tour, sondern für mich als Service-Point. Ziel war es da eben den Vorderreifen zu wechseln und das hat sich dann doch ein bisschen ja, mehr hingezogen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin bei Regen angekommen, das war auch ein bisschen unangenehm und für die Moral nicht gerade förderlich. Ja, die Kälte kamen noch hinzu und
gegen Mittag war das dann alles erledigt. Ich hatte einen neuen Vorderreifen drauf, die Sonne war heraus und so konnte ich dann ganz entspannt die Tour angehen. Pause. Ja, jetzt habe ich schon 145 Kilometer vom zweiten Tag. Wir haben es 20 vor 1. Die Zeitverschiebung, die habe ich gestern nicht mit eingeplant, darum bin ich heute eine Stunde früher, nicht früher, eine Stunde später weggekommen. Vom Taglicht gesehen hat. Jetzt fahren wir bis zum Etappenziel und schauen wir mal, was das Wetter macht. Da hinten gewittert es. Und ja, mal schauen, wo es mich heute hinbringt. Ja, so ist es in Portugal. Ja, wir sind da am Santo San Antonio auf 600 Meter. Das müsste jetzt so das Ende von dem Gebirgszug sein. Spannungsraum haben da 60 Kilometer bis zum Ende der Tagesetappe. Zum Essen ist nichts hergegangen unterwegs, zum Glück habe ich eine Brotzeit dabei. So, das in Ruhe essen. Ja, super. Mit dem ganzen Regen gestern ist der Fluss recht angeschwollen und der Fluss hat einen Haufen Wasser, oder der Bach, 60, 70 cm. Es gibt eine betonierte Furt, die man sieht.
aber von da herum, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich auf dem Moped hocke. Und was passiert, wenn man von der Fahrt runterfällt, weiß ja auch jeder. Ja, ich drehe jetzt um. Fábrica. Bom. Tchau. Ende Gelände. Coole Strecken, also kann ich nur empfehlen, würde ich sofort wieder fahren. Das letzte Stück hat es ja brutal gezogen. Ja, mittlerweile habe ich einen Seebisleck hinten drauf. Schauen, dass ich jetzt morgen ist Sonntag, dass ich den Sonntag noch mit dem Raffen so gut wie möglich über die Runden kriege und am Montag, ja, mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Dass ich da was Neues organisiere. Irgendwie ist mir jetzt Spanisch vorgekommen. Ich bin genau auf dem Track, aber irgendwie hat der Track Abweichungen. Das hat irgendwie nicht ganz hin, ganz massive Abweichungen, weil ich stehe nämlich da. Von Spanien, die Nummer 26 eingestiegen. Der gesamte Track hat 460 Kilometer und ja, davor war das ja einmal so, dass halt die einzelnen Tracks Tagesetappen sind, also bin ich den auch als Tagesetappe angegangen. In der Früh um 7:30 bin ich losgefahren und abends um 8 war ich dann am Ziel und ja, das hat sich gezogen, bei 50 Kilometer Asphalt. Prost! Mein Hinterrafen ist jetzt ganz schön durch. Irgendwie muss ich die 340 Kilometer bis Granada noch schaffen. Da habe ich einen Reifenhändler gefunden, der die richtigen Größen hat, die ich brauche, und da fahre ich jetzt hin.
4 cerramos, nos vamos. Ah, sí. Llamo yo. ¿Solo café? Café te pongo yo, solo. Solo café. Café, Expreso. expreso, estupendo. El vaso. El vaso. Venga. Hola, Hola, ¿es posible? ¿cómo? El camino. Oh, Sí, nieve. igual. A ver, No, allá más, ah, Bebeto. ahí más, Sí, sí. allá más bajo. Ah. Gracias. Ah. Ein Traumplatz, um einen Schlauch zu wechseln. Da fahren wir doch gerne am Platten hier, gell? Wunderschön. Ah, scheiße, jetzt ist zu schnell rausgefallen. Zumindest schon mal kein Nagel eingefahren. Das ist nicht bad. Na gut.